Freunde, ich grüße euch und wisst ihr was, es ist kalt, es ist kalt, aber die Räucherzeit beginnt und heute zeige ich euch wirklich ein Hammer-Rezept. Wir machen heute Beef Jerky mit Teriyaki-Geschmack. Und zwar wird das Fleisch zuerst mariniert in einer wunderbaren Marinade. Wenn alles schön durchgezogen ist, dann wird es geräuchert. Erst wird es warm geräuchert, dann kalt geräuchert und dann wird das Fleisch erst gedörrt. Und wie das Ganze genau funktioniert, wie es geht, hier ist das Rezept. Schaut zu! Für Beef Jerky brauchen wir mageres Rindfleisch, am besten aus der Hüfte. Und was ihr hier seht, sind 1 Kilo Tafelspitz, das sitzt an der oberen Hüfte oder am Schwanzende. Ich habe die Fettschicht entfernt sowie die Silberhaut. Und damit sich das Fleisch besser schneiden lässt, werde ich es zuerst 2 Stunden lang etwas anfrieren. In der Zwischenzeit bereite ich die Marinade zu. Dazu schneide ich etwas frischen Ingwer sowie 3 Knoblauchzehen in Scheiben. Beides kommt in eine Schüssel. Hinzu kommen noch 1 Esslöffel Zucker sowie für die Schärfe 1 Esslöffel Tabasco und ein halber Teelöffel Pfeffer. Und dann füge ich noch eine Flasche bzw. 250 Milliliter Teriyaki-Soße hinzu. Da ist im Prinzip alles drin, was du brauchst, um diesen typischen asiatischen, süß-salzigen Geschmack zu erzeugen. Zum Schluss gebe ich noch 2 Esslöffel Worcestershire-Soße hinzu und rühre alles gut miteinander um, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Und jetzt tue ich das Fleisch in die Marinade hinein. Jetzt verrühre ich alles nochmal gut miteinander und beim Verrühren achtet darauf, dass nichts trocken bleibt, dass die Marinade überall an das Fleisch gelangt. Ja, das Fleisch muss jetzt marinieren, dazu stelle ich es für 24 Stunden in den Kühlschrank, damit alles schön durchzieht und so entsteht dann auch dieser wunderbare Umami-Geschmack, der sogenannte 5. Geschmackssinn, der entsteht, wenn du süß und salzig sowie scharf und sauer miteinander kombinierst. Obwohl eigentlich sind es 6 Geschmackssinne, die es eigentlich gar nicht gibt, weil das Ganze wird ja noch geräuchert. Nach der Marinierzeit siebt ihr das Beef Jerky ab, entfernt Knoblauch- und Ingwerscheiben und schneidet das Fleisch bei Bedarf noch etwas zurecht. Dann legt ihr das Fleisch auf ein Trocknungsgitter
Mit der zweiten Lage verfahrt ihr genauso. Und nachdem die letzte Lage belegt ist, wird das Beef Jerky das erste Mal warm geräuchert. Zum Warmräuchern bringe ich den Räucherschrank auf eine Temperatur von ungefähr 50 Grad, damit das Beef Jerky erstmal antrocknet, denn später wird es ja noch kalt geräuchert und auf feuchtem Fleisch haftet später der kalte Rauch nicht. Jetzt wird das Beef Jerky nochmal kalt geräuchert bzw. verfeinert. Dazu befülle ich eine Schale mit feinem Buchenholzmehl, drücke das mit den Händen etwas fest, tue in eine Ecke etwas getrocknete Kräuter. Ich habe hier Rosmarin, das ist optimal, und entzünde das Räuchermehl, indem ich in eine Ecke etwas Glut hineintue. Das Räuchermehl glimmt nun langsam ab und erzeugt dabei zwischen 8 bis 10 Stunden konstant kalten Rauch, und danach wird das Beef Jerky noch gedörrt. Und so sieht das Fleisch aus, nachdem es geräuchert wurde. Wie ihr sehen könnt, es ist noch nicht fertig. Dazu muss es noch Wasser verlieren und noch etwas gedörrt werden. Und dazu schiebe ich es jetzt in den Dörrautomaten hinein. Achtet bitte darauf, dass sich das Fleisch nicht überlappt. Es würde ansonsten aneinander kleben. Die Luft muss gut zirkulieren können. Und wenn alle Trocknungsgitter drin sind, schalte ich den Dörrautomat ein auf eine Temperatur von 70 Grad und dörre das Ganze für ungefähr 10 Minuten, um eventuelle Keime oder Bakterien abzutöten. Mein Gott, ich habe gerade angefangen zu dürren und der ganze Garten duftet schon danach. Und ja, nach 10 Minuten stelle ich die Temperatur etwas zurück und dürre das Fleisch 4 Stunden lang bei 60 Grad, und dann werden wir erstmal schauen, wie es ist. Nach 4 Stunden Dürren schaue ich mal nach, wie das Beef Jerky aussieht. Wie ihr seht, es sieht schon ganz gut aus, aber es ist noch nicht perfekt. Es sollte biegsam sein, aber dennoch nicht brechen. Das heißt, es sollte nicht zu trocken sein. Ich denke, es braucht noch, ja, ungefähr noch eine halbe Stunde. Nach einer weiteren Stunde Dürren ist dieses wunderbare Beef Jerky Teriyaki, dieses geräucherte Beef Jerky Teriyaki nun fertig. Dann tun wir es abwiegen, und aus 1 Kilo Tafelspitz, da bleibt ungefähr die Hälfte übrig, um genau zu sein 501 Gramm. Aber davon hat es auch jedes Gramm in sich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Matti.